Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal von VfG Weapon Care. Heute bei mir im Studio eine wirklich kleine Waffe EDC Everyday Carry von Sig Sauer, die P365 MS Manual Safety im Kaliber 9 mm. Wie immer eingangs der Hinweis: Waffe ist entladen, überprüft, Sicherheit ist hergestellt. Wir können also loslegen. Was gibt es zur P365 zu sagen? Zum einen der Name P365. Die Waffe wurde tatsächlich konzipiert, um 365 Tage im Jahr getragen zu werden. Wir haben hier eine Micro Compact, das heißt extremst kleine Abmessungen, und es ist eine der wenigen Pistolen, die tatsächlich 10 Schuss 9 mm fassen kann. Magazin ist ein zweireihiges Standardmagazin und wir haben hier eine Striker Fire, also eine Pistole mit Schlagbolzenschloss, somit außen kein Hahn. Die P365 gibt es in zwei Varianten. Zum einen ohne Sicherung, zum anderen mit Sicherung, dann nennt sich das P365 MS. Hier haben wir eine MS mit einer Sicherung beidseitig bedienbar. Ausgeliefert wird die Waffe mit zwei 10-Schuss-Magazinen, die unterschiedlich ausgeprägt sind. Zum einen das sehr kurze Magazin mit flachem Boden und die zweite Variante mit Verlängerung. Hintergrund ist hier, da geht der kleine Finger ein bisschen ins Leere. Mit dem verlängerten Magazin findet er ganz charmant noch Platz, wenn die Hände nicht zu groß sind. Und wie wir diesen Zwerg reinigen, zeige ich euch jetzt. Magazin raus, Schlitten muss geöffnet sein. Dann haben wir auf dieser Seite hier einen Hebel, um die ganze Sache zu entriegeln. Der wird nur nach unten gedrückt, Schlitten nach vorne geschoben und schon haben wir zwei Teile. Was hier interessant ist, ist das Griffstück. Die komplette Abzugseinheit kann hier mit Ziehen eines Bolzens entnommen werden. Wenn das der Fall ist, ist der Rahmen rechtlich kein waffenrelevantes Bauteil mehr. Spannende Sache, es gibt sehr, sehr schöne Griffstücke, hauptsächlich in den USA. Und hier ist die Frage immer, kann man es bestellen oder kann man es nicht bestellen? Vielmehr, darf man es einführen oder darf man es nicht einführen? Ja, man darf. Es ist nur ein Stück Kunststoff. Aber das nur am Rande. Wie geht's weiter? Zum einen die Rückholfeder nach vorne drücken, dann lässt sich die entnehmen. Und hier kommt der Lauf. 78 mm ist echt schon eine spannende Sache. Was brauchen wir nun, um die P365 zu reinigen? Zum einen Komfortreiniger Kaliber 9 mm, Intensivreiniger Kaliber 9 mm und oder einen Pistolenputzstock mit Wischlängenstopp. Des Weiteren Reinigungsöl und einen kleinen Lappen. Der reicht hier für die P365 auf alle Fälle aus. Liebe Zuschauer, wie schon gesagt, die komplette Abzugseinheit kann hier komplett entnommen werden und das sehr einfach. Die ganze Sache macht es natürlich charmant, um gereinigt zu werden. Darum bauen wir die ganz kurz aus. Hier braucht man auch nicht viel an Werkzeug, sondern nur einen kleinen Durchschlag hier, um diesen Dorn zu ziehen. Einmal Werkzeug, kleiner Durchschlag und drückt die ganze Sache in eine Richtung nach außen. Dann guckt der Verriegelungsdorn hier raus, kann rausgezogen werden und zur Seite. Und das war es auch schon gewesen, um die komplette Mechanik hier von unten nach oben zu entnehmen. Komm. Das ist mal wirklich eine coole Sache. Hier kann man nämlich überall schön ran, um eventuell Fett nachzutragen, Öl nachzutragen oder zu reinigen. Hier nochmal das Griffstück, tatsächlich nur Kunststoff und somit kein waffenrelevantes Bauteil mehr. Aber kümmern wir uns doch um die Abzugseinheit. Wenn wir sie dann draußen haben, können wir uns auch kümmern drüber. Hier haben wir einige bewegliche Teile. Zum einen das Schlagstück, zum anderen die Sicherung. Hier haben wir Spannfedern, da ist das Originalfett auch noch drauf. Ich mache das nicht ab, ich sehe gar keinen Grund darin. Das ist gut so, wie es ist. Wenn wir hier ölen, verwenden wir wieder wenig Öl, weniger ist hier mehr. Es ist nicht sinnvoll, dass alles hier über die Pistole unten, über den Griff und den Magazinschacht nach außen läuft. Ich verwende hier ganz gern eine Spitze. Funktioniert hier gut, dass man hier reinkommt. Ein Punktöler ist auch eine Möglichkeit, aber in diesem Fall jetzt kurz ansprühen, abtropfen lassen. Und auf der Rückseite haben wir das Fett, da machen wir gerade mal gar nichts. Abzugseinheit, gibt wirklich nicht viel zu tun, es ist nicht viel dran. Der ganze Federnsatz, hier kann man sich um
Korrosionsschutz kümmern, da ist aber auch wieder weniger mehr. Ist hier zu viel drin, wird über die Rückstoßthematik das Ganze nach außen geschleudert und es macht auch keinen Spaß, wenn der Nachbarschütze permanent irgendwo Öl auf seiner Seite hat. Darum auch hier sehr, sehr zierlich, sehr, sehr wenig. Es braucht einfach nicht viel. Und mit dem Lappen wieder abtragen, das ganze Thema, dann ist auch das erledigt. Jetzt zum elementaren Teil. Lauf. Pistolenputzstock. Deckel ab. Hier sind 2 Elemente versteckt, die in das Griffstück eingeschraubt werden. Vorne eine Sicherungsmutter und der VFG-Adapter. Sicherungsmutter ab, den Wischlängenstopp drauf und einen Filz vorne auf dem Adapter. Jetzt tragen wir hier Öl auf, führen diesen Filz, ich stelle das bewusst jetzt hier auf, um vorne nicht mit dem Putzstock durch die Mündung nach außen zu prellen, schiebe den Filz nach unten und die Spitze vorne nochmal ein Stück weit raus. Jetzt können wir den Adapter hinten drauf schieben und diesen auf dem Putzstock über die Madenschraube verriegeln. Filz wieder raus und das Öl, was wir jetzt eingetragen haben, einfach mehr einwirken lassen. Herstellerangaben berücksichtigen und nach der Einwirkzeit mit Intensivreinigern weiter reinigen. Ich warte jetzt 5 bis 7 Minuten, so steht es hier hinten drauf, laut Herstellerangabe und dann machen wir weiter. Liebe Zuschauer, die Einwirkzeit ist rum, schaut mir hier der erste Filz, mit dem wir Öl eingetragen haben. Deutliche Verfärbungen, auch ein bisschen rötlich hier, war wohl ein bisschen Flugrost drin. Diesen Filz machen wir ab und ich werde den Filz, wenn der rot ist, auch nicht ein zweites Mal verwenden, der kommt weg. Weiter geht's mit den Intensivreinigern. Hier nehme ich 2 Stück darum, um die Oberfläche zu vergrößern. Ich einfach mehr Bürstenwirkung hier habe. Komfortreiniger, Bürstenwirkung, ja. Verbaut sind hier Messingfasern. Diese Messingfasern wirken wie eine Bürste, nur viel, viel feiner. Man kommt sehr, sehr, sehr exakt, sehr tief in die Züge und Felder. Da der zweite Filz nur gesteckt ist und nicht auf dem Holzgebinde sitzt, kommt hier die Rändelmutter zum Einsatz, um diesen Filz zu sichern. Kurz aufschrauben, Öl drauf, um den Zugwiderstand und Schubwiderstand zu minimieren und dann von hinten vorsichtig übers Patronenlager in Schussrichtung in den Lauf einschieben. Und ihr hört, das quietscht. Das darf auch im Vergleich zu einer Bürste hin und her gezogen werden. Ihr könnt es im Lauf in ganz kurzen Bewegungen machen. Was mit einer Bürste nicht geht, weil hier die Bürste ja brechen würde. Und man merkt da schon deutlich, es geht schon alles viel einfacher. Die wird auch sicher nicht viele Schuss haben. Wie viel sie hat, weiß ich tatsächlich nicht. Aber aufgrund des ersten Filzes haben wir gesehen, es ist was drin. Und wenn sich das gleichmäßig schiebt und zieht, dann lassen wir es auch gut sein mit dem ganzen Thema und machen die Intensivreiniger ab und tragen noch mal ein bisschen Öl ein mit dem Komfortreiniger. Rändelmutter weg, Intensivreiniger ab. Ich nehme jetzt einen neuen, hat den Grund, dass wir hier ein bisschen rote Verfärbung haben. Und sollte das tatsächlich Rost sein, der sich drin abgesetzt hat, will ich den nicht nochmal in den Lauf schieben. Frischer Filz drauf, nochmal Öl drauf und auf die aufgeraute Oberfläche im Lauf nochmal Öl eintragen. Filz kurz einschieben, rausziehen, Öl nochmal einwirken lassen, Kapillareffekt. Öl unterkriecht die Ablagerungen jetzt und kann diese anlösen und ablösen. Zweite Einwirkzeit ist vorbei. Ich mache den Filz jetzt hier ab. Der kommt zur Seite und ab jetzt nur noch frische, trockene Filze. Aufschrauben, den ersten, den zweiten aufstecken und jetzt wieder übers Patronenlager in Schussrichtung durch den Lauf schieben. Seht jetzt vorne, der erste Filz guckt vorne raus. Beim Zurückziehen wird er sich vom Gewinde abziehen, fällt ab. Der erste Filz, der aufgeschraubt ist, bitte immer mit 2 Filzen arbeiten und nicht einen leeren Putzstock nach hinten durchziehen, sonst scheuert dieses Gewinde hier über die Züge und Felder und Kratzer können wir da auf gar keinen Fall brauchen. Beide Filze ab, 2 neue Filze drauf. Erster wird geschraubt, zweiter wird gesteckt, übers Patronenlager in Schussrichtung nach vorne. Ich brauche auf nichts zu achten.
Der Wischlängenstopp hier begrenzt mir die ganze Thematik, dass ich nichts nach vorne ausschiebe. Kurz zurückziehen, rausschieben und raus mit dem zweiten Filz und wieder ab. Und ich packe jetzt nichts mehr drauf, weil diese Filze weiß sind. Um den Schlitten zu ölen, hier diese beiden Schienen mit wenig Öl versorgen. Es ist echt hier wieder weniger mehr. Ich setze tatsächlich nur ganz kleine Tropfen hier drauf, wenig hier drauf und nicht über die ganze Fläche, sondern nur einfach mal 1, 2, 3 kurze Sprüher hier drauf. Und dann mache ich den Schlitten drauf. Ohne Feder, ohne Lauf, ist nur überhaupt nicht nötig, er kommt nämlich eh wieder ab. Auf die Führungsschienen draufsetzen und dann das ganze Thema einfach mal in alle Richtungen bewegen. Das Ganze darf auch wieder auf dem Kopf stehen, damit sich das Öl wirklich in alle Richtungen verteilen kann. Mehrmals repetieren und dann das Ganze wieder auseinanderbauen. Dann hat sich das Öl hier auf der Schiene sehr schön verteilt und hier in den korrespondierenden Flächen ebenfalls gleichmäßig abgelagert und verteilt. Was jetzt hier außen drauf ist, nehme ich wieder ab. Es ist nämlich zu viel. Das, was innen drauf ist, wird völlig reichen, damit die Waffe einwandfrei läuft. So, Lauf sauber, Verschluss geölt, Führungsschienen geölt. Zeit, die P365 zusammenzusetzen. Zusammen geht sie in umgekehrter Reihenfolge auch wieder sehr einfach. Lauf einsetzen, mit der dickeren Seite nach vorne die Rückholfeder in die Führung und nach unten an den Lauf verriegeln. Dann wird der Verschluss aufgeschoben und die Waffe ist wieder verriegelt. Kurzer Check, blockiert, schlägt ab, alles richtig gemacht. P365. Die ist echt schön, sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich. Sportlich wird sie wohl ihren Niederschlag nicht unbedingt finden, aber vielleicht jagdlich. Ich habe mir ein Holster besorgt, aus den USA, in Europa noch nicht verfügbar, wird wohl jetzt in 2022 so sein, dass auch dieses Holster in Deutschland oder in Europa zu kaufen ist. Ist ein Inside Waistband von Blackpoint, exklusiv für Sig Sauer gefertigt. Das heißt, ich trage hier das Holster auf der Innenseite der Hose und der Clip greift hier außen auf den Gürtel. Ist 100%ig verdecktes Tragen? Ja. Das ist ein Problem, weil es sportlich nicht erlaubt ist. Was man aber sicher machen kann, und hier ist es eine interessante Thematik für die Jäger, jagdlich. 9 mm, echte 10 Schuss und sehr, sehr klein. Das Ganze in diesem Blackpoint-Holster ist absolut sicher verstaut und so darf es auch getragen werden im Revier oder wenn ihr auf Nachsuchen seid. Die Waffe ist hier sicher, die kann nicht verloren werden, ist völlig unmöglich, passt perfekt. Carex, super Geschichte, kann man sich mehr angucken. Liebe Zuschauer, was jetzt noch fehlt, bisschen Öl außen, kleine Konservierung. Muss ja nicht viel sein, es geht hier um Korrosionsschutz. Hier ist weniger wieder mehr, sprüht nicht zu viel auf. Die ganze Thematik muss ja nicht schwimmen. Es reicht hier ein kleiner Sprühstrahl und das Ganze auf eine relativ große Entfernung. Mehr mache ich da gar nicht drauf. Dieser Nebel hier macht einen wunderschönen Korrosionsschutz. Ein Läppchen, was tatsächlich reicht. Die Sig P365 ist ja wirklich kuschelig klein. Und wir haben eine echt schöne P365. Liebe Zuschauer, das war's mit dieser Folge und mit der P365 MS von Sig Sauer. Mir hat's gefallen, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, Abo nicht vergessen. Bis dahin, bleibt sauber, euer Andi von VfG Weapon Care.